2019 die Caravan Expo, ja, am Stand von Ford, und 3 tolle Nutzfahrzeuge sind umgebaut worden zu tollen Wohnmobilen. Wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Hi, mein Name ist Esther Beckmann, ich bin Produktspezialistin für den Transit Custom, Tourneo Custom und für die Transit Custom Nugget Modelle. Ja, es sind 3 Stück hier. Es gibt eine Weltneuheit, die jetzt hier da ist. Ich sag mal, die gibt es jetzt schon ein bisschen länger, glaube ich jetzt. Oder das war schon länger angekündigt, dass Sie das machen möchten. Jetzt steht er hier, oder? Ja, genau, der Big Nugget, das größte Familienmitglied der Nugget-Familie. Der steht einmal direkt hinter uns, hier in dem schönen Chroma Blau auf Basis des großen Ford Transit dann. Okay. Bitte einmal kurz hinzeigen, das ist der blaue, der dort hinten steht. Genau. Es ist praktisch das Pendant, sage ich mal. Volkswagen hat auch was gebracht, der Crafter XXL, sowas in der Art. Genau, der Grand California, im Prinzip so ein bisschen für die Generation gedacht, die eben nicht mehr jeden Abend Betten bauen möchte. Wir haben bei dem Fahrzeug einen Grundriss gewählt, wo wir ein festes Heckbett mit verbaut haben und eben auch in der bewährten Kooperation zusammen mit Westfalia. Ja, die bauen gute Sachen, habe ich mir sagen lassen. Wie läuft denn das ab vom Bestellprozess? Wenn ich jetzt so ein Fahrzeug habe, kann ich das fix und fertig beim Händler praktisch zusammenstellen, bestellen? Genau, es ist wie der kleine Nugget eben auch. Als Interessent geht man zum Händler hin, der Händler bestellt das Basisfahrzeug bei Ford und dann eben den Umbau bei der Firma Westfalia. Das Fahrzeug wird produziert, direkt zu Westfalia transportiert und dort dann eben zum fertigen Big Nugget ausgebaut. Esther, verrat mir mal, wie groß du bist. 1,56. 1,56. Stell dich mal kurz davor. Ich zeig mal gerade, das Ding ist riesig. Also es ist wirklich groß und da könnte die Esther gerade zweimal rein. Aber ich sag mal, die Größe ist schon entscheidend. Die Leute, es gibt einen Markt dafür, ne? Ja, absolut. Also bei dem Fahrzeug haben wir jetzt eben die Besonderheit auf Basis des neuen Ford Transit, dass wir die höchste Innenstehhöhe in dem Fahrzeug anbieten können, die ein Kastenwagen eben so bietet. Da sind wir im Bereich von 2,5 Meter. Und das Heckbett hat eben durch die Ausbuchtungen an den Seiten eine Liegelänge von 2 Metern. Ich zeige das mal gerade. Das ist immer das größte Problem, wenn man Querbetten macht, dass es für große Personen einfach nicht langt. Und ihr habt da eine Ausbuchtung reingemacht, die ist aber sehr unauffällig. Genau, das war uns halt eben wichtig, dass es zwar zum einen die Möglichkeit bietet, weil es bringt ja auch niemandem was, wenn wir sagen, wir haben die höchste Innenstehhöhe, aber wir können den Kunden dann nicht die Möglichkeit bieten, entsprechend auch das Bett zu nutzen. Das war dann aber halt eben wichtig, also zum einen die Funktionalität zu liefern, dass auch der 2 Meter groß ist, hinten bequem schlafen kann, aber das gleichzeitig eben auch so in die Karosserieform zu integrieren, dass es nicht direkt so hervorsteht wie beispielsweise dieses Pop-up beim neuen James Cook. Ja, wir schauen mal kurz rein. Was mir jetzt persönlich, das ist ja auch Geschmackssache, die einen mögen es gern lieber ein bisschen braun. Ich habe vor 2 Jahren California XXL gedreht mit dem Entwickler. Da sah alles aus wie ein Flugzeug. Ja. Ihr habt ein bisschen abgeguckt, habe ich das Gefühl. Naja, also was man fairerweise dazu sagen muss, es ist der allererste Prototyp, der jetzt hier gerade rechtzeitig zur Messe fertig geworden ist. Das heißt, es ist eben noch nicht alles zu 100% final. Wir haben uns auch die Möglichkeiten offen gehalten, das Fahrzeug jetzt einmal hier so hinzustellen und von potenziellen Interessenten oder Kunden auch erstmal noch das Feedback einzusammeln, um zu gucken, inwiefern wir eben noch Anpassungen vornehmen können bzw. vielleicht auch sollten. Ich habe eine gute Nachricht. Er gefällt mir ganz gut. Es hat zwar nichts zu sagen, aber so das Schlichte ist eher so mein Ding. Also es ist sehr modern, ne? Ja, genau. Also das war eben auch wichtig, dass man einen möglichst hellen Innenraum schafft mit freundlichen Materialien, weil schlussendlich, wenn man sich seinen eigenen Camper dann auch einrichtet, man bringt ja automatisch selbst auch noch Farbe in das Fahrzeug rein. Und wenn man eben die helle Ausgangsbasis hat, sind der eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zumal es gibt so Farbstreifen, da kann man schöne Akzente setzen später, also das wäre kein Thema. Wenn du mal kurz reinkommst, denk dir mal dran, Esther ist 1,56 Meter. Wenn du mal kurz hinten zum Bett gehst, sei so lieb. Ja. Was ich toll finde, muss ich ehrlich sagen, also es gibt ja viele Betten, die aufbauen, du setzt dich drauf und du stößt schon fast im Kopf an. Hier unmöglich, oder? Ja, absolut. Wir haben extra dieses kleine Höckerchen. Zeig mal bitte. Das habt ihr noch bei Raimo gekauft. Das haben wir auf jeden Fall mal dazugestellt, damit auch kleine Menschen wie ich unfallfrei in das Bett Geh mal kurz aufs Bett drauf, wenn du so lieb bist. Klar. Dass wir das mal haben. Ja. Also ich sag mal so, Längsbetten ist ja ein ganz neuer Trend, der schwer da ist. Aber hier habe ich den Vorteil, ich kann den Platz sehr gut ausnutzen. Ne? Genau, also man kann zum einen eben den Stauraum unter dem Bett sehr gut nutzen und was wir hier halt eben haben, wir haben in der Schulterbreite eine Liegebreite von 1,54 Meter, die sich dann zum Fußende hin ein bisschen verschlankt auf 1,31 Meter, aber eben die volle Liegelänge von 2 Metern.
Boah, es sind viele Maß, hast du die alle gelernt für die Ja. Messe? Ja. Ist auch wichtig, Leute fragen danach. Oder? Ja, absolut. Das ist so. Genau. Gibt es Leute, die schon mal reinlegen? Ja, absolut, klar. Hier sieht man auch mal die Ausbuchtungen. Also es macht schon einiges aus, an beiden Seiten dann. Genau, man hat eben hier noch diese Polsterung, damit man nicht auf dem harten Plastik liegt, was eben auch sehr komfortabel ist. Jeder kennt es abends, wenn man schlafen geht. Der Akku ist leer, deswegen 2 USB-Steckdosen direkt neben dem Bett. Ich komme mal kurz zu dir rüber. Achso, die sind da, ja. Genau, ne, damit dann auch jeder sein Smartphone dann aufladen kann. Was eben auch ganz schön ist, hier diese Lichtleisten können gedimmt werden. Ach, die sind sogar funktionell. Genau, die sind sogar funktionell und diese einzelnen Spots kann man dann durch einfache Berührung einzeln an- und ausschalten. Ja, das ist der Vorführeffekt. Aber es hat ein bisschen was zu tun. Das heißt induktiv, ich habe keinen Schalter, kann nichts kaputt gehen. Das ist also auch ein Vorteil. Ja, genau. Cool. Ja, wenn du mal oben mal aufmachst, trotz Prototyp, oft liegen ja da Prospekte drin. Nein. Ich guck mal, keine Es Prospekte. liegen keine Prospekte drin, aber auch da eben im Möbelbau abgeschaut, ne, diese komfortable Push-to-Open-Geschichte, die man eben auch so kennt. Nichtsdestotrotz auch mit so einem Schnappverschluss abgesichert. Das heißt, wenn während der Fahrt im Schrank irgendetwas hin und her rutscht, dass die wird Tür nicht dann erschlagen. nicht von alleine aufspringt und man erschlagen wird. Genau. Ja, beziehungsweise das Olivenöl dann im ganzen Innenraum liegt. Ja. Warte, ich drehe mich mal kurz um. Was mir auch gut gefällt, sind Sitze Automotive-Qualität. Das bedeutet, also hier kann ich wirklich dann mit der Kratzbürste drüber gehen, kann harte Flecken rausholen. Das ist also wirklich, es geht kaum besser, oder? Ja, genau. Und was halt eben auch sehr schön ist, wir haben eben die Zweier-Sitzbank hier, die wir dann aber abends auch, wenn es eben ans Abendessen geht, mit so einer Lounge-Funktion ein Stück weit vorziehen können. Sag mal bitte. Damit man einfach was bequemer sitzt. Die Lounge-Funktion. Einfach über den Hebel hier unten, wo man dann die Möglichkeit hat, die Sitzbank so ein bisschen vorzuziehen und einfach sich hier so ein bisschen reinlümmeln kann. Wie alt bist du, Esther? Ich werde im November 32. 32. Ja. Bist du jetzt schon so ein Typ, der langsam aufs Camping zugeht? Sagen wir mal so, ich war vor 2 Wochen das erste Wochenende mit einem Nugget Plus in Holland. Es hat mir unheimlich gut gefallen, grundsätzlich von der Freiheit her, und man kommt ja dann schon so an den Punkt, wo man auch einfach Freizeit mehr zu schätzen weiß. Weil du dich gerade da so reingeregelt hast, ja. Und die Mädels, die lieben es ja eher so ein bisschen bequem. Ja. Das Coole ist, darf man die Lounge-Funktion auch während der Fahrt nutzen, wenn man angeschnallt ist? Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Wir gucken mal nach. Nicht so schlimm. Nach, genau. Ja, ihr habt Seitsfenster verbaut, das sind richtig toll. Also es geht kaum besser. Ja, genau. Da muss man dann jetzt noch mal schauen, ob wir die Möglichkeit bekommen, die Fenster vielleicht noch ein bisschen zu vergrößern. Das war eben das Feedback, was wir bis jetzt so während der Messe bekommen haben, dass es schöner wäre, wenn es ein bisschen heller wäre. Wir arbeiten auch noch an der Möglichkeit, hier oben im Dachbereich ein zusätzliches Fenster noch zu integrieren. Einfach damit der Innenraum noch ein bisschen heller und tageslichtdurchfluteter wird. Wie ist denn das Feedback bis jetzt? Gut. Also so die eingefleischten Nugget-Fans sind ein bisschen enttäuscht, weil der Name Big Nugget da schon auch gewisse Hoffnungen erweckt hat, dass man eben dann jetzt auf Basis des großen Ford Transit auch wieder auf den Grundriss mit der L-Küche geht. Nichtsdestotrotz grundsätzlich Feedback auf der Messe ist unheimlich positiv zu dem Fahrzeug. Ja. So, Lieb, steh noch mal kurz auf. Du musst jetzt mal die Küche zeigen. Das ist gerade, ihr habt an einiges gedacht. Hier vorne sind nämlich Schubladen, die sind an der Stirnseite. Da kommt man gut ran, wenn alles... Das ist eben der Plan. Also wir haben zum einen den Tisch, den wir hier innen einhängen können, und nachher für die Serienreife des Fahrzeuges wird es aber höchstwahrscheinlich auch noch die Möglichkeit geben, den Tisch hier außen an dem Küchenblock zu befestigen. Im Voraus gedacht deswegen die Schubladen, die sowohl von innen als auch von außen bedient werden können. Hier oben haben wir zunächst einmal die Besteckschublade und dann darunter 2 Kühlschubladen. Okay. Die obere mit 30 Liter Kapazität, die untere mit 40 Liter. Das ist eine Kompressorkühlbox. Okay, das heißt, die kühlt auch auf Wunsch auch in die Minus runter? Ja, genau. Wir liegen hier bei 5 unterschiedlichen Kühlstufen. Ich meine bis minus 10 oder bis minus 15 Grad sogar. Und von der Höhe eben ausreichend, dass man Getränkeflaschen auch einfach reinstellen kann. Cool. Ja, das bedeutet, ich habe auch Platz für Töpfe und Co. Genau, ne? Also hier haben wir dann eben, wie auch aus dem kleinen Nugget bekannt, den Gaskocher mit den 2 Flammen und daneben dann das Waschbecken. Und darunter befinden sich dann eben 3 unterschiedlich große Schubladen, die man dann mit allem
was man zum Kochen oder zum Campen braucht, dann füllen kann. Ups. Wie sieht es aus mit Fliegenschutz? Kommt das noch später? Genau, daneben ist dann noch ein großer Schrank und die Fliegenschutztür für die Schiebetür wird es dann eben auch noch im Nachgang dann geben. Genau. Das heißt, wir sind schon nah an der Serienreife dran. Genau. Das Bad interessiert mich, denn Frauen, die wollen föhnen, die wollen sich schick machen und nicht nur Frauen. Gut, die Männer wollen sich im Urlaub eher nicht schick machen. Jetzt erstmal das Höckerchen raus, komm, das machen wir gerade raus. Das ist so. Hab den Platz gut genutzt. Tür geht komplett auf. Genau, die Tür geht komplett auf. Schön hell. Genau, schön hell mit einem kleinen Fenster, festes Waschbecken, Toilette, die sich auch zur Seite drehen lässt, Dusche, viele Spiegel. Genau, wenn du mal kurz reingehst, dann film ich mal kurz rein. So, jetzt sieht man sie einmal im Spiegel. 1 Meter, was war es, 56? Also stellt euch vor, ihr werdet 2 Meter, also 2,10 Meter wird auch noch gehen, oder? Genau. Plus, minus. Will mich da nicht festlegen. Hier unten ist die Dusche, hat 2 Abläufe. Finde ich gut, denn man steht nicht immer eben, oder? Genau, das war der Hintergrund des Gedanken. Deswegen haben wir eben die 2 Abläufe in dem Fahrzeug integriert. Süß. So, und hier oben ist die Dusche. Da ist sie da. Ist schon eng hier, muss man sagen. Allerdings, ich habe auch viel Licht dabei. Aber so alles in allem muss man immer noch sagen, wir sind auf einer sehr kompakten Bauform. Ich kann das Fahrzeug das ganze Jahr benutzen. Das ist auch ein wichtiges Argument, glaube ich, dass man je nachdem nur ein Fahrzeug braucht. Genau, also gerade auch nochmal Stichwort Alltagstauglichkeit. Das Heckbett, was wir hinten haben, sind 2 geteilte Bettplatten, die sich einzeln hochklappen lassen, die sich auf der Führung verschieben lassen und auch mit relativ wenig Aufwand aus der Führung eben rausnehmen lassen. Das heißt, genau, wenn man jetzt beispielsweise mal zu Ikea fahren möchte und ungestört da seine großen Schrankpakete reinladen möchte, dann ist das auch mit dem Fahrzeug uneingeschränkt möglich. Oder zum Möbel Martin im Saarland. So, ich zeig's mal ein bisschen. Hubbett wird ja nicht kommen, oder? Für Kinder? Es ist momentan angedacht, dass es voraussichtlich Mitte nächsten Jahres noch eine Option mit Aufstelldach geben wird für das Fahrzeug, sodass man dann im oberen Bereich dann nochmal 2 zusätzliche Schlafplätze hätte. So ein Pop-up oder sowas? Ja, so ein klassisches Aufstelldach, genau, was sich dann quasi nach vorne hin öffnet. Okay. Ja. Wenn man das so kennt aus dem Kalifornien. Wir schauen uns noch mal ganz kurz hinten, wenn du mal kurz da stehen bleibst und sieh mal ganz kurz, ich bin sofort bei Ihnen, ich will mal gerade das Raumgefühl einmal kurz zeigen, denn Esther, wenn du dich mal kurz in den Sitz noch mal setzt, ja, du bist unser Model jetzt, nee, in den hier, in den Beifahrersitz. Das ist ja auch nicht schwer, die umzudrehen, das ist bewährte Technik, oder? Ja, genau, das sind unsere klassischen Ford Camper-Sitze, die wir hier in dem Fahrzeug verbauen. Relativ simpel, wir haben die Höhenverstellung, können es umdrehen, funktioniert. Ja. Alles wunderbar. Das gefällt mir. Wie ist denn der Preis? Wie ist denn der angesiedelt? Wir haben aktuell das Messeangebot von unseren verkaufenden Händlern. Geht los, 130 PS Schaltgetriebe bei 56.900 €. Wird dann auch verfügbar sein mit dem neuen 185 PS Motor und eben auch entsprechend mit dem 6-Gang Automatikgetriebe. Ah ja, was ist das für eine Automatik? Das ist eine Wandlerautomatik. Eine Wandler, also wenn ich schwere Anhängerlasten ziehe, mache ich mir nicht die Kupplung kaputt, oder? Genau. So, wir schauen uns noch mal kurz den Kofferraum an, denn dann haben wir es. Verfügbarkeit wann ungefähr? Die ersten Fahrzeuge, ich würde mal sagen, realistisch. An, wie die jetzt reinströmen. Aber die Nachfrage ist gigantisch, oder? Ja, absolut. Also auch am Wochenende, als die ersten Besuchertage da waren, die Interessenten haben wirklich Schlange gestanden, um in das Fahrzeug reingehen zu können. Ja, bitte nochmal den Preis. Gerade, wie war der? 56.900 €. Das ist fair, oder? Ja, absolut. Jetzt für das, was man kriegt. Ja, man muss auch sagen, jetzt ist das nicht, also für mich ist Ford nicht so die mega Emotionsmarke, sondern das ist halt ein Auto, wo man die nächsten 20 Jahre Spaß hat, einen guten Wiederverkaufswert kriegt. Das Ding funktioniert, also man muss sagen, Ford baut gute Autos. Ja. Wir sind ja aus dem Saarland, da werden ja ein paar Stück gebaut. Ja. Und alles ist sehr schlicht, also ich finde es gut. Ja, doch, also mir gefällt es auch sehr gut und wie gesagt, also Individualisierungsmöglichkeiten hat ja dann nachher jeder selbst nach dem eigenen Geschmack. Farbe kann ich frei wählen? Außenfarbe, ja klar, genau. Hier vorne habe ich es, ja. Esther, Nachname bitte nochmal? Beckmann. Beckmann von Ford Deutschland, richtig? Genau. Und du bist die Produktmanagerin für? Für den Transit Custom und Tourneo Custom. Ja, vielen Dank. Wenn Sie mal Lust haben, bestellen Sie den fleißig bei den Ford-Händlern. Wir machen gleich noch 2 andere Fahrzeuge und das war der Nugget. Big Nugget. Big Nugget 2019 auf der Caravan Expo. Tschüss, danke.